Die hessischen Behörden wollen ja Ukrainer zwischen 20 und 60 Jahren an die Front schicken. Hast du das gehört? Gestern wurde bekannt, dass das hessische Arbeitsministerium oder Arbeits- und Sozialministerium wehrpflichtigen Ukrainern keine Ersatzpapiere mehr ausstellt und sie zwingt, in die Ukraine zu reisen, wo die meisten dann entweder an die Front oder ins Gefängnis müssen. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sprechen wir über ein sehr ernstes und schockierendes Thema, das viele von euch betreffen könnte, auch wenn ihr keine Ukrainer, sondern Deutsche seid. Sogar dann, wenn ihr gar nicht mehr in Deutschland wohnt, aber einen deutschen Pass habt. Es geht um die Entscheidung des Bundeslandes Hessen, ukrainischen Männern, deren Reisepässe abgelaufen sind oder bald ablaufen, keine Ersatzpapiere mehr auszustellen. Was bedeutet das genau und welche Konsequenzen könnte das für deutsche Staatsbürger oder jugendliche Kinder von Deutschen haben? Wieso schreibt die Bundeswehr proaktiv tausende 17-Jährige namentlich an? Was hat es für dich für Konsequenzen, wenn du als Deutscher im Ausland wohnst, aber in Deutschland die Aussetzung der Wehrpflicht wieder zurückgenommen wird? Musst du auch sofort wieder nach Deutschland zurückkommen? Und was hat es für Folgen, wenn du beispielsweise im Ausland eine E-Mail von der Bundeswehr erhältst und zur Rückkehr aufgefordert wirst? Lasst uns das heute mal genauer hier anschauen. Zunächst einmal zur aktuellen Lage. Hessen hat also beschlossen, ukrainischen Männern im Alter von 20 bis 60 Jahren, die in Deutschland leben, keine Ersatzpapiere mehr auszustellen, wenn die Reisepässe abgelaufen sind oder bald ablaufen werden. Das bedeutet jetzt also, diese Männer sind gezwungen, in die Ukraine zu reisen, denn bei ihren Botschaften bekommen sie auch keine neuen Pässe mehr, um dort dann neue Papiere zu beschaffen. Dort können sie jedoch dann gezwungen werden, in den Krieg gegen Russland zu ziehen, da der Zivildienst ja in der Ukraine derzeit ausgesetzt ist und Wehrdienstverweigerung als Hochverrat angesehen werden könnte. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel aus wirklich nachvollziehbaren religiösen Gründen. In Hessen leben aktuell etwa 20.000 ukrainische Männer im wehrpflichtigen Alter und das Arbeits- und Sozialministerium hat wörtlich geschrieben, dass es zumutbar sei, für diese Männer in die Ukraine zu reisen und dort der Wehrpflicht nachzukommen. Dies könnte, wie gesagt, für viele dieser Männer Gefängnisstrafen oder die Beschlagnahme ihres gesamten Privatvermögens bedeuten, wenn sie den Wehrdienst verweigern, so steht es im ukrainischen Gesetz. Diese Entscheidung des Ministeriums muss man sich mal so durch den Kopf gehen lassen, denn vor dem Hintergrund, dass immer mehr Politiker in Deutschland davon sprechen, dass Deutschland wieder kriegstauglich werden muss, macht das Personen, dazu gehöre ich beispielsweise auch, die den Wehrdienst aus verschiedenen Gründen, also aus Gewissensgründen beispielsweise, nicht leisten wollen, ganz schön Angst. Mein Vater war in der DDR im Gefängnis, weil er den Wehrdienst verweigert hat und er hat darunter bis heute noch zu leiden. Als ich den Wehrdienst verweigert habe, hatte ich Glück und musste nicht mal Zivildienst damals leisten, obwohl ich das gern gemacht hätte und ich war dann später ein Jahr freiwillig in einem Krankenhaus auf der Unfallchirurgie. War eine tolle Zeit, aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu den Ukrainern. Interessanterweise erhalten ja Menschen aus Syrien, Irak oder Afghanistan oder anderen Ländern ohne Probleme Ersatzpapiere. Warum wird das jetzt also den ukrainischen Männern verweigert? Viele dieser Männer sind ja nach Deutschland gekommen, eben weil sie nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können, andere Menschen zu töten und sich politisch neutral verhalten möchten. Diese Ungleichbehandlung wirft viele Fragen auf und sorgt für große Unsicherheit, nicht nur unter Ukrainern, sondern eben auch unter deutschen Staatsbürgern. Vor allem hat diese Entscheidung der Landesbehörden eine Richtungsweisung, was deutschen Staatsbürgern blühen könnte, wenn diese aus Gewissensgründen keinen Wehrdienst leisten wollen, falls Deutschland den Spannungsfall ausruft, also nicht mal den Verteidigungsfall und dann eben automatisch die Aussetzung des Wehrdienstes wieder zurückgenommen würde. Ich war vor einigen Monaten in meiner Heimatstadt in Deutschland und kam zufällig in einen Versammlungssaal, in dem fast 300 Russen und Ukrainer in russischer Sprache einen christlichen Gottesdienst besuchten. Die Herzlichkeit und der friedliche Umgang miteinander, also unter Russen und Ukrainern, war für mich sehr beeindruckend. Und keiner der Anwesenden, mit denen ich da sprechen konnte, hat sich vorstellen können, in einen Krieg zu ziehen und eben Menschen des anderen Volkes dann töten zu müssen. Diese persönlichen Eindrücke zeigen einfach, wie absurd und tragisch die Situation ist. Nun zur Frage, warum das auch dich und mich betrifft. In den letzten Wochen haben mich oder uns
bei Perspektive Ausland viele besorgte Mandanten angerufen, weil ihre 17-jährigen Kinder, auch Töchter übrigens, Werbeschreiben von der Bundeswehr erhalten haben. Und diese Schreiben enthalten dann oft sogar das Namensschild für die Uniform, das man sich ja üblicherweise so auf die Uniform heftet. Stell dir das mal vor, deine Tochter oder dein Sohn bekommt einen persönlichen Brief und die legen schon das Namensschild bei. Woher hat die Bundeswehr die Namen und Daten unserer Kinder eigentlich, fragen sich viele. Also die Einwohnermeldeämter geben diese Daten weiter, es sei denn, man hat dem ausdrücklich widersprochen. Was passiert eigentlich, wenn Deutschland die Wehrpflicht wieder einführt und den Zivildienst aussetzt, wie es in der Ukraine ja der Fall ist? Ich habe dazu den ehemaligen Bundeswehrgeneral Erich Fahd befragt und er erklärte, dass im Fall eines Spannungsfalls, der vom Bundestag ausgerufen werden müsste, für Wehrpflichtige eine Rückkehrpflicht sogar aus dem Ausland gilt, auch wenn sie im Ausland leben. Wer sich dann weiterhin im Ausland aufhalten will, muss das schriftlich anzeigen und um Erlaubnis bitten. Und nur wenn man die Erlaubnis bekommt, darf man also länger als 3 Monate beispielsweise weiterhin im Ausland sich aufhalten. Wenn man eine E-Mail zur Heimkehr erhält und diese Aufforderung nicht nachkommt, gilt man bereits als fahnenflüchtig, wenn man allein diese E-Mail geöffnet hat und sie zur Anzeige gebracht hat. Viele, denen wir das in Beratungsgesprächen erklärt haben, glauben das nicht. Aber was das hessische Ministerium gestern gemacht hat, ist eine klare Richtungsanzeige, so wie man Ukraine nach Hause an die Front schickt, könnte Deutschland eben auch andere Länder in Zukunft auffordern, seine Bürger auszuweisen, nach Hause zu schicken oder die Botschaften im Ausland anweisen, keine neuen Reisedokumente mehr auszustellen, höchstens eben noch das Heimreisedokument. Eine Lösung, die viele ins Auge fassen, aus diesem Grund, aber auch aus anderen Gründen, ist eben zum Beispiel jetzt auszuwandern. Übrigens werden Kinder, die vor Vollendung ihres 17. Lebensjahres aus Deutschland ausgewandert sind, nicht mehr automatisch wehrpflichtig. Alternativ kann man auch einen Plan B vorbereiten, also noch nicht umsetzen. Also zum Beispiel einen gültigen Aufenthaltstitel in einem Nicht-EU-Land jetzt beantragen, also ein passendes Land suchen, sich das vielleicht mal zusammen ansehen als Familie und dann ohne Panik und überlegt ein Refugium planen. Wir haben da einige Mandanten, die das machen, die vielleicht in einem anderen Land, nicht zu weit weg, was man vielleicht auch mit dem Auto erreichen kann, sich eine kleine Wohnung mieten, dort, wie gesagt, einen gültigen Aufenthaltstitel für die ganze Familie haben und somit wie so ein Austritts- oder Ausreiseticket immer parat haben. Wenn das für dich eine Option sein könnte, lass uns in einem Beratungsgespräch über mögliche Länder sprechen. Ein schönes und passendes Land, das in Europa, aber nicht in der EU liegt, wäre zum Beispiel Montenegro. Da sind auch einige unserer Mandanten hingezogen und berichten uns viel Gutes. Aber es gibt noch viele weitere Optionen. Also lass uns darüber in einem Beratungsgespräch sprechen. Was kannst du aber jetzt sofort tun? Also zum Beispiel, erstens, verbietet dem Einwohnermeldeamt, Daten der Kinder an die Bundeswehr weiterzugeben, falls du Kinder hast. Dann zweitens, bleib informiert und weil Gesetze können sich schnell ändern, besonders im Hintergrund von Ereignissen wie so vielleicht Sportereignissen wie eine Olympiade beispielsweise werden sehr häufig große und wichtige Gesetze so nebenbei in der Sommerpause durchgebracht und man bekommt kaum was mit, also informier dich. Habt einen Plan B, also überleg dir, wo würdest du eventuell hin auswandern, falls es nötig wäre. Hast du eine Residenz in einem anderen Land? Welches Land könnte dafür in Frage kommen? Dann ganz wichtig, hast du alle Dokumente für dich und deine Familie parat und aktuell? Also hast du vielleicht gültige oder vielleicht sogar beglaubigt übersetzte internationale Geburtsurkunden? Wie sieht's mit der Laufzeit deiner Pässe aus? Also schau mal in deinen Reisepass, in den Reisepass der ganzen Familienmitglieder, wie lange sind die gültig? Und wäre es zum Beispiel so, dass dein Reisepass jetzt nur noch 2, 3 Jahre gültig ist, dann wäre es ein guter Moment, einfach einen neuen Reisepass zu beantragen, weil dann kannst du dich gegebenenfalls eben 10 Jahre in einem anderen Land aufhalten, bevor dein Reisepass ungültig wird. Dann sprich in der Familie, auch mit den Kindern, über Möglichkeiten, über mögliche Länder, Ziele, in denen man alternativ auch wohnen könnte. Sprich im Freundeskreis mit Menschen natürlich, mit denen man das tun kann. Informiere dich über alternative Bildungswege, denn wenn du vielleicht auswanderst, sollst du vorher wissen, falls du Kinder hast, gibt es dann Online-Gymnasium oder gibt es die Möglichkeit, Homeschooling zu betreiben und so weiter und so fort. Und ganz, ganz wichtig, investiere jetzt schon für dich und deine ganze Familie in die Verbesserung der Sprachkenntnisse. Eine andere Option, die etwas teurer ist, kann das legale Erwerben einer anderen weiteren oder mehrerer weiterer Staatsbürgerschaften sein. Das ist eigentlich das sicherste Ticket, jederzeit das Land auch verlassen zu können. Und zwar eines Landes natürlich, das keine Armee hat. Und wo es keine Armee gibt, gibt es in der Regel auch keinen
keine Wehrpflicht oder keinen Wehrdienst. Wir blenden hier gerne den Link ein mit möglichen Ländern, die dafür in Frage kommen. Und wenn man der Wehrpflicht in Deutschland wirklich dauerhaft entgehen will, übrigens gilt das auch für andere europäische Länder, dann müsste man eben konsequenterweise die deutsche Staatsbürgerschaft oder die Staatsbürgerschaft des europäischen Landes, das man hat, auch zurückgeben. Wenn du hier mehr Details über Vorteile, aber auch Nebenwirkungen erfahren willst, die Staatsbürgerschaft zurückzugeben oder eine andere Staatsbürgerschaft zu erwerben, dann vereinbare einfach ein Beratungsgespräch mit mir. Den Link packen wir in die Beschreibung zum Video. Das Fazit. Die aktuelle Situation ist also besorgniserregend, wirft viele Fragen auf, aber man sollte auch nicht in Panik verfallen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Gut informiert zu sein hilft immer, die besten Entscheidungen zu treffen. Es ist also wichtig, informiert zu bleiben, rechtzeitig zu überlegen, was man eigentlich will und welche Maßnahmen man ergreifen könnte, um sich und seine Familie zu schützen. Und wenn du immer noch Fragen habt oder wenn ihr als Familie Fragen habt, übrigens auch Anmerkungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare zum Video. Bleibt sicher, bleibt aufmerksam. Bis zum nächsten Video oder bei einem unserer Live-Seminare und Workshops in London oder an anderer Stelle. Informier dich über unsere Live-Events auf unserer Webseite Perspektive Ausland. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.